Holz, ein wertvoller Rohstoff. Ralf Mattern aus Deidesheim ist Küfer. Er baut Fässer aus 200 Jahre alter Eiche. Bei der Auswahl des Holzes verlässt er sich auch auf seine Nase. Wenn Sie durchs Lager laufen, merkt man eigentlich schon die unterschiedlichen Gerüche. Vanilletöne, Würze und fast, ich würde schon fast sagen, Kräuter, wo man dann drin riecht. Wir stellen Ihnen 3 Handwerkskünstler vor, die ihre Leidenschaft für Holz zu ihrem Beruf gemacht haben. Heiko Kircher aus Elchesheim-Illingen baut Boote nach alter Familientradition. Jedes Holz hat seinen ganz eigenen Charakter und besondere Eigenschaften. Also das ist Kiefernholz und das hat mein Uropa schon verwendet, mein Opa, mein Vater, jetzt ich. Also das lässt sich halt gut biegen, ne? Hat sich halt bewährt. Ne? Rüster. Das wertvolle Holz der Ulme hat sich Leander Sommer aus Breitscheid für einen Tisch ausgesucht. Nein, das passt nicht so. Irgendwas mal hier hinter. Die Auswahl der geeigneten Bohlen ist für den Tischler besonders wichtig. Ja, ich hobel die jetzt an, damit man sieht, ob die farblich zusammenpassen. Das sieht man nämlich immer besser, wenn der ganze Dreck, der von der Luft kommt, weg ist. Ja, die passen farblich ganz gut zusammen. Aber jetzt mal der Reihe nach. Zuerst besuchen wir Ralf Mattern. Faszinierende Einblicke in das Küferhandwerk. Heute beginnt Ralf Mattern mit einem 3000 Liter Fass für ein Weingut an der Mosel. Gut 4 Tage wird er dafür brauchen. Jede der 50 Dauben nimmt er dafür genauestens unter die Lupe. Zusammen mit seinem Gesellen bringt Ralf Mattern die Dauben auf Länge. Etwa 1,80 Meter wird das Fass einmal hoch sein. Also wir haben eigentlich von Anfang bis zum Ende, vom Baumstamm bis zum fertigen Fass, haben wir eigentlich ein bisschen mit Anteil an der Qualität vom Wein. Mit dieser Maschine hobelt Ralf Mattern die Dauben in Form. Die massiven Bretter werden dabei in der Mitte verschlankt. Das Aushobeln dient dazu, dass es auch besser biegen kann. Also auf dem Feuer oder mit Dampf, egal wie die gebogen werden, lässt sich einfacher biegen, wenn es verjüngt ist in der Mitte, im Bauchbereich, und dass es auch später keine Brecher gibt. Also dass die Daumen dauerhaft gebogen bleiben und auch später keine Spannungsrisse entstehen. Deswegen werden die ausgehobelt. Dann legt Ralf Mattern die Dauben in der richtigen Reihenfolge aus. Auch eine wichtige Vorarbeit, das Einzeichnen der Mitte. Ohne diese Markierung geht es nicht. Und von der Mittellinie gehen wir dann später aus für die Bodenfertigung, für die Reifenlage, für die Position. Also das ist einfach, dass das Fass gerade steht und nicht einfach schief oder verdreht dann später im Keller liegt. Nach einem Arbeitstag ist es soweit. Ralf Mattern stellt mit seinem Gesellen die Dauben in den Reif. Sozusagen die Generalprobe für das Fass. Wenn alles passt, stützt eine Daube die andere ab. Mit seinem Gesellen Daniel bringt er noch 2 weitere Reifen zur Befestigung an.
Gut. Millimeterarbeit, denn die Mitte muss bei allen Dauben auf gleicher Höhe sein. Leicht. Passt. Nochmal Kontrolle. Über einem Feuer wird das Fass gebogen. Mit dem Gabelstapler bugsiert Ralf Mattern das 500 Kilogramm schwere Fass über das Feuer. Dann legen seine Mitarbeiter 2 Seilzüge um das Fass. Doch erst bei großer Hitze lässt es sich in Form bringen. Ralf Mattern legt deshalb noch mal nach. Mit dem Brennholz habe ich schon einen großen Einfluss. Also da nehmen wir auch nur das Ausschussholz und das Brennholz und die Abschnitte von dem eigentlichen Fass dann auch, dass wirklich die Eiche drin ist. Den Unterschied, den hat man ja auch genauso. Beim Grillen ist es ja auch nicht viel anders, ob ich jetzt Rebenholz nehme oder auf Buche oder auf Eiche grille. Da hast du auch ein unterschiedliches Aroma. Und so ist es genauso hier. Das überträgt sich natürlich dann auch auf den Wein. Langsam. Immer wieder benetzt Ralf Mattern das Holz mit Wasser, damit es langsam biegsam wird. Stück für Stück rücken die Dauben zusammen. Zu viert wuchten die Männer das heiße Fass herum. So, und Dreher. Langsam die Bleche. Ja. Langsam rüber. Und zu Eis rutschen lassen. Damit das Holz seine Form behält, werden auch auf dieser Seite Reifen angeschlagen. Während draußen das Fass abkühlt, legt sich Ralf Mattern schon den Boden zurecht. Mit der Schablone zeichnet er das Türchen ein, auch Mannloch genannt, der Einstieg für den Küfer. Danach markiert er die Position der Dübel, mit denen der massive Boden passgenau zusammengefügt wird. In seiner Werkstatt verwendet Ralf Mattern nach uralter Tradition zum Verfugen Schilf, das er aus der Region bezieht. Damit es hält, trägt er ein geschmacksneutrales Fett auf.
Mit dieser 50 Kilogramm schweren Maschine fräst Ralf Mattern eine Nut für den Boden in das Holz. Wenn ihr jetzt weggehen, dann sieht man, dass ich das allein mache. Dann nimmt Ralf Mattern nochmal genau Maß für den Boden. Ja. 87, 32, 33. Gut. Ja. Beim Übertragen des Ovals kann eine Menge schiefgehen. Nachdem der Boden ausgesägt ist, wird er ringsherum so gefräst, dass er später in die Nut passt. Nun schlägt Ralf Mattern mit seinem Gesellen die obersten Reifen wieder ab. Dabei springen die Fugen ein wenig auf, denn sonst wäre es unmöglich, den Boden einzusetzen. Jetzt wird es spannend. Vorsichtig bugsieren die beiden Männer den schweren Boden in das Fass. Gut. Ja. Da ist gut. Die andere Seite. Gut. Dank seiner bauchigen Form lässt es sich leicht drehen. Bis auf den Einstieg ist der erste Boden fertig, im Rohbau. Nun ist die andere Seite dran und der Geselle verschwindet im Inneren. Und ein bisschen vor, ja. Gut. Zeit für den nächsten Arbeitsschritt, das Dämpfen. Zwei Stunden dauert dieser Vorgang, bei dem Holz und Schilf aufquellen. Anfangs tritt die Feuchtigkeit noch aus den Fugen. Die letzten Gerbstoffe sammeln sich im sogenannten Winzertee. Ralf Mattern schmeckt, wie weit sein Fass ist. Durch das Dämpfen passt sich das Holz noch einmal der Form noch einmal mehr an. Das Aroma wird noch einmal feiner, das heißt, die Gerbstoffe werden noch einmal mehr durch den Dampf ausgelaugt. Dann wird das Holz milder und einfach feiner für den Wein später. Nachdem das Fass abgekühlt ist, kommen die alten Arbeitsreifen endgültig runter. Zeit für den Feinschliff. Danach nimmt Ralf Mattern Maß für die neuen Reifen. Die letzten Hammerschläge erledigt der Chef alleine.
Zum Schluss trägt Ralf Mattern einen speichelechten Spielzeuglack auf. Das ist jetzt die Endbehandlung, also Innenbehandlung ist ja gar nichts an dem Holzfass. Und die Endbehandlung von außen ist einfach ein Schutz, wenn es im feuchten, nassen Keller liegt, dass es auch Generationen hält. Zuletzt setzt Ralf Mattern das Türchen aus Edelstahl ein. Zwischen 6.000 und 8.000 Euro, je nach Ausstattung, bekommt er für so ein Fass. Fast die Hälfte davon sind Materialkosten. Von der Ukraine bis nach Südafrika oder Australien. Die Fässer von Ralf Mattern aus Deidesheim gehen in die ganze Welt. Achtung, heiß! Die Tischlerei Sommer trocknet ihr Holz selbst in der eigenen Trockenkammer. Holz ist ein lebendiger Werkstoff. Er kann schwinden und quellen, also schrumpfen oder sich ausdehnen, je nach Luftfeuchtigkeit im Raum. Perfekt getrocknetes Holz ist enorm wichtig, damit sich die Möbel später nicht verziehen. Das Ulmenholz sollte nun auf den Punkt heruntergetrocknet sein. Ich messe jetzt noch mal die Holzfeuchte zur Kontrolle, ob das auch wirklich auf die 7% runtergetrocknet ist. Ja, das ist gut so. Machen wir einen Tisch, 1,40 Meter wird der, dann machen wir den, sägen wir die jetzt auf 1,45 ab. Da haben wir noch ein bisschen Zuschlag. Den 53. Ja, da würde ich so den Tisch knapp rauskriegen von der Breite her. Die 3 Bohlen für die Tischplatte werden vorgeschnitten. Ablängen heißt das in der Tischlersprache. Natürlich nur ganz grob und mit genug Zuschlag, denn es folgen ja noch viele Arbeitsgänge. Leander Sommer trennt die Holzbohlen an der Kreissäge auf. Daraus entstehen die 4 Tischbeine und die beiden Gradleisten. Auch die Bohlen für die Tischplatte bekommen eine Behandlung an der Kreissäge. Drei Bretter für die Platte, 4 Beine und 2 Gradleisten. Viel mehr braucht's nicht, um einen Tisch zu bauen, wenn man mal von handwerklichem Können und vielen Arbeitsstunden absieht. Jetzt werden die Bretter für die Tischplatte plan gehobelt. Abrichten nennt das der Tischler. Sieht doch schon ganz gut aus, unser Brett für die Tischplatte. Damit aber noch nicht genug gehobelt, nun werden die Bretter für die Tischplatte auf die gewünschte Stärke gebracht. Nun ist Leander Sommers Sinn für Ästhetik gefragt. Der Arbeitsschritt, das Bildlegen, ist für den Tisch ganz wichtig, weil der entscheidet ja sich, ob der Tisch hinterher schön wird oder nicht. Ganz zufrieden ist der Tischlergeselle noch nicht. Es geht noch besser.
aus 1 macht 2. Und jetzt? Ach so, ein Teil kommt auf die eine Seite, das zweite auf die andere. Jetzt passt's. Raffiniert. Das Brett habe ich aufgetrennt, weil das hier in der Mitte sehr schön gespiegelt ist. Und so, das Äußere hat dann ganz gut gepasst, wenn das nur außen gegengelehnt ist. Deswegen habe ich das einmal in der Mitte aufgetrennt und auf beiden Seiten zusammengelegt. Ich verleime jetzt die Bretter. Das sind Schraubzwingen, mit denen zwinge ich jetzt die Bretter zusammen, so dass ich hier vorne eine plane Kante habe, wo ich den Leim angebe. Der Leim sollte zügig aufgetragen werden. Jetzt habe ich so, wenn der Leim angegeben ist, so circa 5 bis 8 Minuten. Bis dahin sollte ich ihn spätestens in der Presse haben. Die Bretter für die Tischplatte sind fertig zum Verleimen. Ab damit in die Rahmenpresse. Hier wird mit hydraulischem Druck gearbeitet. Der Vorzug ist halt, dass ich einen viel höheren Druck habe, dass ich dadurch halt bessere Leimergebnisse bekomme und es halt auch einfach schneller geht. Eine gewisse Schnelligkeit ist halt auch bei uns im Handwerk gefragt, weil der Kunde muss es ja auch bezahlen können. Weiter geht's mit den Tischbeinen. Die werden erstmal auf Maß gehobelt. 50 mal 50 mm messen sie zum Schluss. Und auch die Gradleisten werden bearbeitet. Das sind die 4 Beine und das sind die 2 Gradleisten, die die Tischplatte dann auch später gerade halten. Und dann stecken in der Gradleiste die Beine dann auch drin. So, jetzt wissen wir also endlich, wofür die beiden Gradleisten gut sind. Zur Weiterbehandlung der Beine geht's an die Kreissäge. Sie werden jetzt nämlich 6 Grad schräg abgeschnitten. Ein Markenzeichen des Tisches und ein Arbeitsschritt, der wirklich knifflig ist. Aluminiumzapfen sollen später mal die Tischbeine mit der Gradleiste verbinden. Mit Aluzapfen, Tischbeinen und Gradleisten geht es weiter zur Werkbank. Ja, ich klebe jetzt die Alubolzen hier ein ins Tischbein. Dabei ist halt wichtig, dass man einen guten Kleber nimmt, der auch hält. Die muss ich jetzt hinlegen zum Trocknen. Das dauert ungefähr so 4 bis 5 Stunden, dann sind die trocken. Apropos Trocknen, die frisch verleimte Tischplatte kann raus aus der Rahmenpresse. In der Breitband-Schleifmaschine wird die Tischplatte von beiden Seiten grob vorgeschliffen. Kalibrieren heißt das in der Fachsprache, also auf die gewünschte Stärke schleifen. Dafür muss die Platte ein paar Mal durch die Maschine gelassen werden. An der Kreissäge bekommt unsere Tischplatte ihr endgültiges Format. 1,40 Meter in der Länge und 80 Zentimeter in der Breite. Der nächste Arbeitsschritt ist ein besonders kniffliger. Die Gradnut ist die längliche Vertiefung an der Unterseite des Tisches. Beim Fräsen ist höchste Konzentration angesagt.
Das Gegenstück, die Gratfeder, muss später exakt in die Nut hineinpassen. Das ist die Kunst. Nun darf nichts mehr schiefgehen. Mit Hilfe des Probestücks hat Leander die Tischfräse so eingestellt, dass er die Gratfedern makellos in Form fräsen kann. Der Tischler muss sich bei dieser Arbeit sehr konzentrieren. Es kommt auf Hundertstel Millimeter an. Jetzt ist mal wieder die Platte dran. Sie wird an der Tischfräse weiter bearbeitet. Alle 4 Seiten der Tischplatte bekommen ihre Behandlung. Die schrägen Kanten gehören zum Sommerschen Design. Die schwere Massivholzplatte soll nicht so massig wirken und natürlich noch besser aussehen. Leander ist mit dem Ergebnis zufrieden. Das ist halt eine optische Frage. Dadurch wirkt die Platte halt so ganz dünn, obwohl die halt in Wirklichkeit 25 mm dick ist. Am guten Aussehen der Tischbeine will Leander noch weiterarbeiten. Wieder und wieder geht's über die Messer, bis das Bein zum Schluss unten viel schlanker ist. Jetzt ist's aber gut. Die Beine wirken doch echt elegant. Ich habe die Tischbeine jetzt konig gehobelt, damit die nicht so wie so plumpe Elefantenfüße wirken, sondern so eine gewisse Leichtigkeit haben und besser zu der Tischschräge hier passen. Den letzten Schliff bekommen Beine und Gratleisten von Hand. Ja, weil ich damit nur mit der Hand die Kanten etwas runden kann. Die Maschine, die kann das nicht. Oder beziehungsweise wird das dann zu viel, wenn ich es dann mit der Maschine machen würde. Und auch nicht gleichmäßig. Nur mit dem Schleifklotz hat Leander das nötige Gefühl. Auch unsere Tischplatte bekommt noch ihren Feinschliff für eine wunderbar glatte Oberfläche. Sieht leicht aus, aber auch bei der Arbeit mit dem Handschleifer muss Leander aufpassen. Man sollte halt nicht zu viel schleifen auf einer Stelle. Man muss immer gleichmäßig in Bewegung bleiben, dass man nicht an einer Stelle zu viel wegnimmt. Ich habe jetzt hier alle Teile fertig zum Zusammenbau. Hier die Gratleisten mit den Bohrungen für die Aluzapfen von den Beinen und die Tischplatte mit den 2 Gratnuten. Ja, ich werde jetzt die Beine mit den Gratleisten verkleben. Und da habe ich mir jetzt markiert, welches Bein wo am besten passt. Verleimt und verschraubt sitzen die Tischbeine ganz fest in der Gratleiste. Jetzt wird's spannend. Werden die Gratleisten wirklich genau in die Nuten an der Unterseite der Tischplatte passen? Leander versucht, die Gratleisten von Hand einzuschieben. Ein echter Kraftakt. Die Gratleisten sitzen nämlich ganz schön stramm. Manchmal braucht es eben ein bisschen mehr Druck. Aber Vorsicht, nur wohl dosiert, damit am Ende nicht noch was schief geht. Das Öl bringt Farbe und Maserung des wunderschönen Holzes perfekt zur Geltung.
Jetzt ist es geschafft. Der Tisch aus Rüster ist fertig. Viele Arbeitsstunden stecken darin, handwerkliches Können und die Liebe zum Werkstoff Holz. Ja, rüber, das ist auch gut. Mit seinem Lehrling hat Heiko Kircher 6 Bretter aus seinem Holzlager ausgesucht. Die bilden den Boden und die Seitenteile des Bootes. Jetzt wird mit einer Schablone die Grundstruktur aufgezeichnet, das sogenannte Anreißen. Ein bisschen hoch, ein bisschen. Ne, so hoch, ja, so. So, ja, jetzt kommt jetzt gut. Da haben wir uns so ein Musterbrett gesägt, dass wir das nicht jedes Mal frei Hand rausreißen müssen oder anreißen müssen. Haben wir für jedes, für die untere Seite, obere Seite und für den Boden so ein Musterbrett, ne, dass wir dann gerade drauflegen können, wie eine Schablone. Eine untere und eine obere Seite, das ist etwas Besonderes. Das bedeutet nämlich, dass auf beiden Seiten 2 Bretter übereinander liegen. Dadurch wird das Boot höher als die herkömmlichen Boote, ein Doppelwandboot. Eine Idee der Familie Kircher. Dieses Boot, sag ich mal, diese Form, das hat ja mein Opa eigens entworfen. Und die Schablonen sind noch alle von meinem Opa. Und weil diese Bootsform so gut ankommt, haben auch Heiko Kirchers Vater und Heiko Kircher selbst diese Bauweise übernommen. Danach geht's ans Aussägen. Das sind die 2 Bodenteile, das sind die 2 unteren Seiten und das sind die 2 oberen Seiten. Aber das sind die 6 Grundbretter vom Boot. Und alle Bretter sind speziell gekennzeichnet. Es sind ja insgesamt im Boot 3 solche Rippenpaare drin, die die Form halten und die Stabilität geben und 6 solche Verstärkungen für den Boden, dass der Boden die Form hält. Aber bevor die Bodenverstärkungen und die Rippenteile gemacht werden, müssen die 6 grob ausgeschnittenen Grundbretter abgehobelt werden. Dass es an der richtigen Stelle wirklich gerade ist, dass die Schräge nachher alles stimmt, ne, dass alles wirklich exakt zusammenpasst. Ne, aber das sind dann Sachen, die auf keiner Schablone stehen, auf keinem Plan, sondern das ist einfach dann Augenmaß, Wissen, was man sich über die Jahre her angeeignet hat. Besonders knifflig ist der Boden des Bootes. Da der aus 2 Teilen besteht, wäre es fatal, wenn die nicht 100%ig aneinander passen. Die 6 Grundbretter sind jetzt bereit für den Zusammenbau. Was fehlt, sind unter anderem die Rippen. Und die werden aus anderem Holz gemacht. Aus schwerer Eiche. Das Eichenholz ist halt ein Hartholz, ne? Ist viel robuster, viel stabiler, ne? Wie jetzt Kiefernholz. Ne? Weil da, wo die Rippe nachher sitzt, das sind ja die Biegungen. Ne? Und wenn auf diese Rippe kommt schon ein ziemlicher Druck durch die Biegungen nachher. Und wenn das jetzt ein Kiefernholz wäre oder irgendein Weichholz, dann würde die wahrscheinlich abknallen. Ne? Und das Eichenholz, das hält dann. Ne? Genauso wie die Rippen und das Hinterteil wird auch das Vorderteil des Bootes aus Eichenholz gemacht. Das Aussägen der Einzelteile macht Heiko Kircher mit einer sogenannten Bandsäge in seiner Werkstatt. Nicht aus Eiche, sondern aus Kiefernholz werden die Querverstrebungen, die Bodenverstärkungen ausgesägt. Sechs Stück insgesamt. Der nächste Morgen. Heiko Kircher prüft nach, ob er alles beisammen hat, was er für den Zusammenbau braucht. Also hier sehen wir fast das komplette Boot. Ne? Wir haben der Boden, wir haben die Seite, also die untere Seite, wir haben die obere Seite, wir haben die Rippe, wir haben das Kopf, wir haben das Hinterteil, wir haben die Verstärkungen von dem Boden. Los geht der eigentliche Bootsbau mit der Unterseite. Neben den insgesamt rund 120 Nägeln braucht Heiko Kircher auch 160 Schrauben für sein Boot. Das ist eine umweltfreundliche Holzschutzfarbe, das streiche ich jetzt an der Unterseite, weil wenn ich das dann verschraubt habe, kommt er ja nie mehr
Farbe hin. Ne? Und das soll einfach, dass das Boot länger hält, dass es an den Stellen nicht faulen kann. Als nächstes werden die Bodenverstärkungen fixiert. Und weil der Boden aus 2 Brettern besteht, müssen die vor dem Anschrauben der Verstärkungen noch mit einer Spezialzwinge ganz dicht zusammengepresst werden. Dann wird geschraubt. 72 Schrauben kommen allein in die Unterseite des Bootes, in die vorgebohrten Löcher und halten so die Verstärkung. Jetzt wird genau angerissen, also aufgezeichnet, wie Kopf- und Fußteil später aussehen sollen. Hier kommen dann vorne und hinten die Bootswände dran. Nach dem Absägen der Kanten werden Kopf- und Fußteil am Boden des Bootes befestigt. Dabei wird auch ein Spezialklebeband eingesetzt, Therostatband, so der Fachbegriff. Das hat schon der Papa verwendet. Aber Kleber allein reicht nicht. Wie man sieht, das wäre nicht wirklich stabil genug. Auch hier wird wieder geschraubt. Der nächste Schritt. Also das ist Hanf und den drehe ich zu einer Hanfschnur. Ne? Und das dichtet dann nachher zwischen Boden und Seite dichtet es wunderbar ab. Ne? Beim Boden und die untere Seite sind ja die Teile, die eigentlich fast nur im Wasser liegen. Ne? Und wenn das Holz nachher mal irgendwann arbeiten sollte, das entwickelt ja ziemlich große Kräfte, wenn es arbeitet, und es würde irgendwo leicht nachgeben, dann geht der Hanf wunderbar mit, ne? Und schließt die Lücke wieder. Jetzt kommen die Seitenteile dran. Eine Kunst für sich, auch wenn es einfach aussieht. Positioniere jetzt die Seite, das Seite und der Boden genau so, dass alles zusammenpasst. Die Seite darf unten nicht zu weit rausschauen, ne? Darf auch nicht zu hoch sitzen, sonst passt es mit der Schräge nicht. Und dann drücke ich meine Hanfschnur genau mittig, ne? Weil die bildet ja unsere Dichtung. Wenn das dann alles genau passt, dann kann ich da erst den Nagel setzen. Jetzt kommt ein sehr schwieriger Teil. Die Bodenbretter werden in der Mitte nach unten und an den Außenseiten nach oben gebogen. Das drückt den Boden nach unten, dass wenn ich das Boot hinten leicht hochspanne, dass es sich hier nicht bewegen kann. Also es wird nach unten gepresst. Ne? Nur so kann ich ja hochspannen hinten. Ne? Vor allem vorne ist dieser Arbeitsschritt schwierig. Jetzt richte ich mir alles hin, jetzt wird das Boot vorne hochgenagelt. Ne? Also jetzt bekommt es vorne am Kopf, der Kopf wird ja ziemlich hochgenagelt, dass das Boot nachher gut im Wasser läuft, also dass es eine schöne Biegung hat. Das bereite ich jetzt dann alles vor. Nagel für Nagel drehe ich das Boot hoch, drehe es zusammen, sodass die Seite und der Boden unten genau passt. Das ist das, was ein richtiges Boot ausmacht. Das Boot ist jetzt gebogen. Die Form stimmt, aber sie hält noch nicht. Dafür sind die 3 Rippenpaare aus Eichenholz zuständig. Ja, das hat schon einen gewissen Reiz. Ne? Wenn man die Sache dann richtet, passt alles zusammen. Ne? Wie sieht es nachher aus, wenn es fertig ist? Habe ich richtig aufgezeichnet? Habe ich das Holz richtig ausgewählt? Ne? Die oberen Seitenteile sind das nächste, was jetzt drankommt. Zuerst wird wieder der Spezialkleber angebracht, der gleichzeitig auch als Dichtmasse dient.
Danach werden die oberen Seitenbretter mit den unteren verschraubt. Damit das aber auch wie gewünscht klappt, müssen sie zuerst mit Zwingen befestigt werden. Jetzt haben wir die obere Seite hingesetzt. Die werden jetzt verspannt, dass die nicht verrutschen können. Dann ziehen wir die obere Seite zuerst hinter rein und verbinden sie mit unserem Hinterstück. Und dann ziehen wir sie vorne rein und verbinden sie mit unserem Kopfteil. Durch das Hinschrauben zieht sich die obere Seite komplett an die untere Seite dran. Das Boot steht jetzt vor allem vorne unter großer Spannung. Millimeterarbeit für Heiko Kircher. Gerade vorne, wo die Spannung am größten ist, müssen entsprechend große Nägel rein. Jetzt wird alles verschraubt, damit die oberen Seitenteile perfekt sitzen. Die größte Spannung ist raus, die Stützen und Zwingen können weg. Jetzt noch schnell mit geschultem Blick die Überreste absägen und fertig ist das Boot. Zumindest die Rohfassung. Der dritte Tag. Jetzt geht es an die Detailarbeit. Zuerst werden die beiden Ruderstangen ausgesägt. Jetzt tue ich die Ruderstange ausarbeiten, ne, dass sie eine schöne Form kriegt, dass sie optisch besser aussieht. Ne. Hab hier Angrisse, wo meine Gabel noch sitzt, meine Rudergabel. Ne, das ist dann oben, hier gibt es das Griffteil und unten kommt das Ruderblatt dann hin. Dann kommen sie dran, die Ruderblätter für die beiden Ruder. Jetzt fehlen nur noch die Sitzbänke. Die bestehen aus 2 Kieferbrettern. Eine Sitzbank kommt später in die Mitte, die andere hinten hin. Das wichtigste, noch fehlende Detail ist die sogenannte Dreiecksleiste, die in die Nahtstelle der beiden Bodenbretter kommt. Die wird ganz banal getackert. Damit ist auch die letzte mögliche Schwachstelle dicht. Jetzt kommt die Holzschutzfarbe drauf. Sie ist essentiell für das Boot. Zuerst kommt sie auf die Außenseite. Man braucht sie halt, ne? Weil wenn man das Boot jetzt dann überhaupt nicht behandeln würde, dann wäre halt das Fäulnis, ne? Und die Witterungseinflüsse, die werden dann das Boot wirklich kaputt machen. Ne? Die Ruderhalter, ohne die geht natürlich auch nichts. Zweieinhalb Tage Arbeit. Fertig ist das 5 Meter lange Holzboot, so wie es schon der Opa vor mehr als 50 Jahren gebaut hat. Stapellauf am Baggersee. Die Jungfernfahrt kann beginnen. Ach, das sagt er, ich will kein Wasser drin haben. Erstmal nur mit dem Bootsbauer. Schließlich muss Heiko Kircher kontrollieren, ob auch wirklich alles in Ordnung ist mit seinem Boot. Und der Chef ist zufrieden. Alles gut, alles perfekt. Alles perfekt. Super dicht, alles gut, kein Tropfen Wasser.